Panda. Eigentlich wollte ich für euch einen Vegan Explorer drehen. Mir ist aber dann eingefallen, dass ich nächste Woche überhaupt nicht zu Hause bin und dass es deswegen auch gar keinen Sinn macht, wenn ich da jetzt massig Lebensmittel einkaufe. Weil ich nächste Woche auch kein Video für euch filmen kann, wollte ich euch aber nicht hängen lassen und habe mir dann ein ganz lustiges Video für heute überlegt. Vielleicht habt ihr im Supermarkt auch schon mal gesehen, dass es so Fertigbackmischungen gibt für so Oreo Cheesecakes. Die sind leider mit Milchzucker. Letztens habe ich aber im Supermarkt gesehen, dass die Oreo Cupcakes schon vegan sind, weil da ist nämlich kein Milchzucker in der Backmischung drin. Da steht zwar wie bei allen Oreo-Produkten, dass da eben Spuren von Ei und Milch enthalten sein können. Ja, und deswegen dachte ich mir, wir machen heute die mal zusammen und gucken, wie das wird, wenn man die vegan macht. Laut Packungsaufschrift braucht man für diese Oreo Cupcakes nochmal Butter, Milch und Frischkäse. Und das alles drei ist natürlich nicht vegan, aber ich habe dafür Ersatz gefunden. Für die Butter benutzen wir heute einfach ganz normale Pflanzenmargarine. Für den Frischkäse benutzen wir diesen hier. Das ist ein veganer Frischkäse aus Süßlupinen von der Marke Louvet. Und für den Eiersatz habe ich mir das hier gekauft, das gab es beim Edeka. Und zwar ist es einfach ein Eiersatz in Pulverform. Um eben ein Ei zu ersetzen, nimmt man davon einfach 2 Esslöffel und mischt die mit Wasser. Dann würde ich sagen, machen wir die Packung einfach mal auf. Hier sind, glaube ich, so Oreo-Cookie-Brösel. Dann haben wir die Backmischung, das ist die Nummer 2 und die Nummer 3. Keine Ahnung, was das ist. Und wir haben die Cupcake-Förmchen. Zuallererst muss der Backofen auf 160 Grad vorgeheizt werden und die Cupcake-Förmchen sollen auf dem Blech verteilt werden. So, als nächstes müssen wir die Margarine bzw. Butter schmelzen und davon brauchen wir 75 Gramm. So, die Butter ist geschmolzen, die tue ich jetzt in die Rührschüssel rein. Und dann brauchen wir 75 Milliliter Wasser und 2 Eier. Für die Eier brauchen wir 2 Esslöffel von diesem Eiersatz plus 2 Esslöffel Wasser. So sieht es aus, es ist einfach nur ein ganz weißes Pulver. 2. Circa 4 Esslöffel der Oreo-Krümel für das Topping aufbewahren. Was? Und der Tüte oder was? Ich verstehe es nicht. Das kommt jetzt hier rein. Alle Zutaten mit dem elektrischen Handrührgerät 2 Minuten zu einer glatten Masse aufschlagen. Schmeckt nach Oreo. Teig mit dem Löffel gleichmäßig in die Förmchen verteilen, im vorgeheizten Backofen 18 Minuten backen und abkühlen lassen. Hier haben wir das Problem, dass ich immer beim Backen habe mit so Fertigbackmischungen. Mir reicht der Teig nie. Ich habe jetzt ungefähr 9 volle Förmchen und beim letzten reicht es einfach nicht mehr. Und die anderen bleiben übrig. Das heißt, das letzte bisschen Teig können wir auch so essen. Dann tue ich die jetzt einfach in den Backofen. 18 Minuten. Wir können das Topping ja jetzt schon mal zubereiten und im Kühlschrank aufheben. Vielleicht hilft es auch, dass es ein bisschen fester dann wird. Das machen wir. Okay, auf der Packung steht ausdrücklich, dass man das mit einem Löffel verrühren soll und nicht mit einem Mixer. So wie es ausschaut, ist hier nur Puderzucker drin. Dieser Frischkäse von Louvet ist ja von sich aus schon sehr fest und ich glaube, das kann ganz gut sein für das Topping. So, und da wir dann noch 25 Gramm aus dieser Packung brauchen, nehme ich jetzt einfach mal so einen Löffel nochmal. Dann den Puderzucker. Sehr lecker, sehr frisch. Aber ist ja wie gesagt nur Frischkäse und Zucker. Und die geht jetzt in den Kühlschrank. So, bis nachher. So sehen sie also jetzt aus. Wie ihr seht, die sind eigentlich alle sehr gut aufgegangen. Und damit die jetzt schneller auskühlen, nehme ich die einfach aus diesem Blech hier raus. Okay, ich habe sie jetzt reingeholt von draußen. Die sind eigentlich einigermaßen abgekühlt. Man kann auf jeden Fall jetzt das Topping drauf tun. Und mal schauen, ob das auch noch richtig fest ist. Sieht gut aus, ist noch immer relativ fest. Okay, ich finde, es sieht ganz okay aus, dafür, dass ich jetzt keine Spritztüte habe. Und jetzt kommen eben noch die restlichen Oreo-Brösel drauf.
So, und jetzt kommt der große Moment und zwar der Geschmackstest, weil es ist natürlich das Wichtigste. Rein von der Optik bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Ich meine, die sehen normalerweise eh nie so aus wie auf der Verpackung, aber abgesehen davon finde ich, sind sie sehr süß geworden. Vom Backvorgang kann ich mich auch nicht beklagen wegen den veganen Zutaten. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwie was fehlt. Im Gegenteil, wie gesagt, ich finde sogar, dass die Creme besser ist als normalerweise. Aber das Wichtigste ist ja, wie es schmeckt und ich nehme jetzt einfach mal den da. So sieht das aus. Entschuldigung, ist sehr lecker. Der Teig ist extrem fluffig und weich. Die Creme oben ist super lecker durch den veganen Frischkäse. Also ich kann nur sagen, wenn ihr nach einem schnellen veganen Dessert sucht, wenn ihr irgendwie mal Besuch bekommt oder so, probiert die unbedingt mal aus. Diese Packung kostet ja knapp 4 Euro. Ich glaube, das war so 3,69 oder so. Ich kann mich nicht genau daran erinnern. Aber ich finde es okay. Dafür, dass man jetzt 8 Cupcakes rausbekommt und so Backmischungen sind ja nie so ganz billig. Dann esse ich jetzt weiterhin meinen Cupcake. Ich empfehle es euch, probiert das unbedingt aus. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Mm.